Johannes, warum wird zwischen Haltepunkten und Bahnhöfen unterschieden, wenn doch an beiden Betriebsstellen ein Fahrgastwechsel stattfinden kann? Hierfür gibt es mehrere Gründe. Unter anderem die Tatsache, dass Bahnhöfe Weichen und Fahrstraßen haben. Am besten ich strukturiere die Begriffe der sehr häufig auftretenden Betriebsstellen anhand folgender Animation. Wir sehen sowohl einen schematischen als auch einen maßstäblichen Gleisplan einer Eisenbahnstrecke. Insbesondere sehen wir verschiedene Betriebsstellen und Bereiche, mit denen sich eine Bahnstrecke in sinnvolle Funktionsabschnitte unterteilen lässt. Hier ist zum einen die übergeordnete Abgrenzung der Strecke in Bahnhofsbereich und in freie Strecke vorzunehmen. Etliche Bahnsysteme Europas verwenden diese oder eine ähnliche Unterscheidung mit ähnlichen Begriffen. Ein Bahnhof oder genauer formuliert ein Bahnhofsbereich wie hier ist nach Definition der Verkehrsunternehmen ein Bereich, der mindestens eine Weiche enthält, an dem Züge beginnen, enden, ausweichen oder wenden dürfen. Umgekehrt gilt die Regel jedoch nicht. Also nicht jeder Bereich, der eine oder mehrere Weichen hat, ist ein Bahnhof. Was die betrieblichen Aktionen wie Wenden betrifft, dann ist dies auf der freien Strecke im Normalfall nicht möglich. Ein interessanter Grund hierfür liegt unter anderem, wie so oft, in der Leit- und Sicherungstechnik. Würde eine Zugfahrt auf manchen freien Streckenbereichen wenden, dann würde sich die Anlage wegen der sogenannten logischen Gleisfreimeldung verschalten, ein Sachverhalt, der dann in einem anderen Kapitel abgehandelt wird. Eine weitere Abgrenzung der freien Strecke zum Bahnhofsbereich ist, dass auf Bahnhöfen neben den Zugfahrten auch Rangierfahrten stattfinden dürfen, was auf der freien Strecke auch nicht geschehen darf. Außerdem sind Bahnhofsbereiche generell stellwerkstechnisch angebunden, was auf die freie Strecke nur zum Teil zutrifft. Die freie Strecke hat die sogenannten Streckenblöcke, die einen Folgefahrschutz sicherstellen. All dies sind Unterscheidungsmerkmale, die dann dazu führen, dass Bahnhofsbereiche auch metergenau abgegrenzt werden können. Je nach Verkehrsunternehmen und Regelwerk sind diese Grenzstellen die Einfahrsignale, die Trapeztafel oder die Rangierhalttafel des Bahnhofes. Unser Beispielzug ist ein Güterzug. Er ist startklar und ist hier mit dem gelben Balken dargestellt. Der Zug beschleunigt und verlässt den Bahnhofsbereich. Dabei befindet er sich nun auf der freien Strecke. In diesem Fall ist es ein eingleisiger Streckenbereich. Die eingleisige Strecke hat hier eine sogenannte Kreuzungsstelle, ebenso in Form eines Bahnhofes. Beim Zugleitbetrieb würde man auch von einer Zuglaufstelle sprechen. Dies ist aber Inhalt eines anderen Kapitels. Hier kreuzen sich Züge, das heißt, hier weichen Züge auf der eingleisigen Strecke aus. Entscheidend für das Kreuzen ist die gut zueinander zeitlich abgestimmten Trassenlagen der beiden Züge, was nur durch einen abgestimmten Fahrplan erfolgen kann. Weitere Voraussetzungen sind Zuglängen, die den Abschnittslängen der Kreuzungsstelle entsprechen. Diese Kreuzungsstelle ist wiederum ein Bahnhofsbereich, weil er den vorgenannten Kriterien des Bahnhofbereiches entspricht. Sie hat mindestens eine Weiche, an welcher etliche Betriebsfunktionen durchgeführt werden dürfen. Bei Stadtbahn- und U-Bahn-Systemen ist oftmals die Unterscheidung etwas anders. Es wird oft zwischen Fahrstraßenbereichen und den Blockbereichen unterschieden. Die Fahrstraßenbereiche werden mit Hilfe von Zugsicherungsanlagen, also mit Hilfe von Stellwerken, abgewickelt. Die Blockstellenbereiche ähneln der freien Strecke von Eisenbahnsystemen. Neben der Zuordnung der Gleisbereiche in Bahnhofsbereich und freier Strecke gibt es weitere Unterscheidungsmöglichkeiten auf einer konkreteren Ebene. Wir nennen diese Bereiche Betriebsstellen. Diese unterscheiden sich in ihrer Funktion, Betriebsmethodik und in ihren Zwecken. Eine dieser Betriebsstellenarten ist eine Abzweigstelle, wie hier. Abzweigungen sind im Normalfall Betriebsstellen der freien Strecke. Sie können aber auch in Bahnhofsbereichen integriert sein, gelten aber dann begrifflich nicht mehr als klassische Abzweigung. Bei Abzweigungen können Züge von einer Strecke auf die andere wechseln. Diese hier ist bestens dimensioniert.
Man spricht auch von einer niveaufreien Abzweigung mit Hilfe eines Überwerfungsbauwerkes, eines Brückenbauwerkes, das Schienenstrecken entflechtet. Sie erlaubt parallele Fahrstraßen, eine von hier nach hier und eine andere von hier nach hier. Gäbe es statt der Überwerfung nur eine niveaugleiche Abzweigung, also eine Abzweigung auf gleicher Höhe, würden sich genau die beiden gezeigten Fahrstraßen zur gleichen Zeit ausschließen. Die Endstation und die Kreuzungsstelle, die wir in der ersten Betriebssituation bereits besprochen haben, heißen auch im Sinne der Betriebsstellendefinition Bahnhöfe. Der Begriff Bahnhof hat also in diesem Kontext eine doppelte Bedeutung, einmal im Sinne eines Bahnhofbereiches mit dem Stellwerk, aber auch im Sinne einer Betriebsstelle. Nun durchfährt unser Güterzug einen Haltepunkt. Ein Haltepunkt ist eine Betriebsstelle der freien Strecke, die einen Fahrgastwechsel erlaubt. Haltepunkte sind keine Bahnhöfe, denn an ihnen werden Zugfahrten nach voriger Definition nicht gewendet. Haltepunkte haben im Normalfall auch keine Weichen und im Normalfall haben sie nicht einmal Signale. Zwar sind Signale der freien Strecke gelegentlich in unmittelbarer Nähe der Haltepunkte positioniert, aber diese Signale haben keine Ausfahr- oder Einfahrfunktion. Eine Sonderform von Haltepunkten sind Haltepunkte, die in Kombination mit Abzweigungen oder Anschlussstellen stehen. Man nennt sie dann Haltestellen. Ganz anders sind hier die Begriffe bei Stadtbahn, U-Bahn und Straßenbahn. Hier sind alle Haltestationen nicht Bahnhöfe, sondern Haltestellen. Und wenn bei diesem Verkehrssystem von Bahnhöfen gesprochen wird, dann meint man damit fast immer irgendwelche Betriebshöfe, Werkstätten oder Abstellanlagen. So viel zum Wirrwarr der festgelegten Begriffe. Hier kommt nun ein Bahnübergang. Oft ist er nach strenger Definition der Regelwerke keine eigene Betriebsstelle. Aber hier mache ich jetzt eine Ausnahme, denn der Bahnübergang wird meistens behandelt wie eine Betriebsstelle. Zumindest wenn es ein lokführerüberwachter oder bei einem wärterüberwachter Bahnübergang ist. Es gibt neben diesen beiden aber noch Bahnübergänge, die im Stellwerk integriert sind und nach klassischer Fahrstraßenlogik fungieren. Sie wären dann der Betriebsstelle zugehörig, die von dem entsprechenden Stellwerk bedient wird. Unser hier gezeigter Bahnübergang ist lokführerüberwacht und hat seine eigenständigen Techniken wie Signale, Gleisfreimeldesysteme und verschiedene Gleisschaltmittel. Jetzt befährt der Güterzug eine Überleitstelle. Während auf einer Abzweigstelle Züge von einer Strecke auf eine andere wechseln können, dann können bei einer Überleitstelle Züge von einem Gleis in das andere derselben Strecke wechseln. Überleitstellen sind ebenso Betriebsstellen der freien Strecke und können unterschiedlich ausgeführt sein. Überleitstellen können einfach, aber auch doppelt ausgeführt sein. Also man kann dann von dem einen Gleis in das jeweilige andere Gleis wechseln. Hier haben Sie die sogenannte V- oder A-Form. Überleitstellen sind relevant bei Überholungen, kurzfristig entschiedene Ausweichmanöver, Gleiswechselbetrieb durch Baustellen oder auch bei planmäßigen Aktionen. Jetzt befindet sich unser Zug kurz vor einem anderen Bahnhofsbereich. Er wird diesen durchfahren. Der Bahnhofsbereich ist in mehrere Betriebsstellen unterteilt. Man spricht hier aber meistens von Bahnhofsteilen. Zuerst durchfährt er den Personenbahnhof. Anschließend durchfährt er den Abstellbereich. Hier ist es eine Gleisharfe. Daneben gibt es den Werkstattbereich in Form eines weiteren Bahnhofteils. Außerdem gibt es hier einen Haltepunkt, ebenso innerhalb des Bahnhofbereiches. Im östlichen Teil des Bahnhofes befindet sich ein Güterverkehrsbereich. Hier ist es ein kleiner Containerverladebereich, wo sich Güterzüge einfinden. Auch in diesem Bereich befindet sich der Zug immer noch im Bahnhofsbereich. Nun aber zweigen einige Gleise ab und unser Zug wird auf diese Strecke weitergeleitet. Aber hier ist es eine sehr güterverkehrslastige Strecke. Man kann das anhand der nun ersichtlichen Anschlussstellen erahnen. Eine Anschlussstelle ist eine Art Abzweigung, dessen Abzweigstrang zu einer sogenannten Anschlussbahn führt.
Anschlussbahnen sind Bahnanlagen von Industriewerken, Werkbahnen, Hafenbahnen, Lokalbahnen und Bahnen anderer lokaler Infrastrukturbetreiber. Die Verantwortlichkeiten sind dabei klar aufgeteilt, begrenzt wird sie räumlich durch diese Anschlussweiche. Wenn hier unser Zug in diese Anschlussstelle einfahren würde, dann wäre auch das Stammgleis belegt und wäre für andere Züge nicht befahrbar. Wenn er sich dann womöglich längere Zeit auf der Anschlussstrecke befindet, würde man das Stammgleis unverwendbar machen, denn es bleibt so lange gesperrt, bis unser Zug wieder auf die freie Strecke zurückkommt und diese verlässt. Um das Gleis verfügbar zu machen, gibt es die sogenannten Ausweichanschlussstellen. Sie werden entweder mit einer Gleissperre oder mit einer Weiche mit Flankenschutzstellung abgesichert. Denn auf der freien Strecke finden Zugverkehre in bestimmten Geschwindigkeitsbereichen statt. Falls hier ein loser Wagen unbeabsichtigt auf die freie Strecke rollen sollte, dann ist es diese Gleissperre, welche den Wagen vorher aus dem Gleis wirft. Hier sieht man die Lösung mit der Weiche in Flankenschutzstellung. Dieses Gleis wird dabei als Ausziehgleis bezeichnet. Das Ausziehgleis übernimmt die gleiche Funktion wie bei der klassischen Anschlussstelle die Gleissperre. Ungesicherte, rollende Züge oder Zugteile werden auf das Ausziehgleis geleitet, indem diese Weiche in der Grundstellung abweisend zur Stammstrecke steht. Die Weichen einer Ausweichanschlussstelle können mechanisch stellbar sein oder sie können stellwerkstechnisch steuerbar sein. Bei beiden Ausführungen fährt der Zug in das Gleis der Anschlussbahn ein und bleibt auf dieser eingeschlossen, indem die Weiche oder Gleissperre in der abweisenden Stellung zum Stammgleis bleibt. Diese Stelllage steht oft in einer stellwerkstechnischen Abhängigkeit, beispielsweise mit Weichenschlössern oder Ähnlichem. Erst dann kann die Strecke freigegeben werden. Der Zug weicht also für andere Züge aus, daher der Name Ausweichanschlussstelle. Bei Stadtbahn-, U-Bahn- und Straßenbahnsystemen gibt es ebenso Betriebsstellen, aber oft mit anderen Bezeichnungen oder Verwendungen. Betriebsstellen wie Abzweigungen, Überleitstellen oder Bahnübergänge sind hier aber auch geläufig. Umgekehrt gibt es aber auch Betriebsstellen bei der Straßenbahn, die es im Eisenbahnbetrieb nicht gibt, zum Beispiel die Lichtsignalanlagen. Okay, verstehe. Bahnhöfe bieten die jeweiligen technischen Voraussetzungen, an denen Züge weit mehr machen können, als nur halten und durchfahren, wie bei Haltepunkten. Genau so ist es. Keine Videoserie ist umfangreicher und detailtiefer als Bahntechnik und Bahnbetrieb. Schaut es euch an!